Hallo und herzlich willkommen beim Flauschigen Einhorn. Heute gibt es von mir eine Last-Minute-Blitzanleitung, mit der du dein Halloween-Outfit abrunden kannst. Los geht's mit einem Fadenring, in den du 6 feste Maschen häkelst. Ich häkel die Fledermaus hier übrigens in weiß, also quasi eine Albino-Fledermaus, damit du das besser sehen kannst, weil man die schwarzen Maschen wirklich sehr schlecht sieht. Darum also etwas ungewöhnlicherweise eine weiße Fledermaus. Wenn du die 6 festen Maschen fertig gehäkelt hast, dann ziehst du deinen Fadenring fest zusammen und bist fertig mit der ersten Runde. In der zweiten Runde verdoppelst du jede feste Masche und hast dann am Ende 12 feste Maschen in deiner Runde. Also du häkelst immer 2 feste Maschen in die Masche der Vorrunde, so wie du es hier siehst. In der dritten Runde verdoppelst du jede zweite Masche, also mal eine feste Masche und dann 2 feste Maschen in die nächste Masche und das Ganze machst du auch wieder 6 Mal, sodass du am Ende 18 feste Maschen in deiner Runde hast. Und dann häkelst du 3 Runden lang jeweils 18 feste Maschen. In der nächsten Runde häkelst du jede zweite und dritte Masche zusammen. Dazu stichst du einmal in die vordere Schlaufe der ersten Masche, dann in die vordere Schlaufe der zweiten Masche, holst den Faden durch, holst den Faden nochmal durch. Das Ganze nochmal, vordere Schlaufe der ersten Masche, vordere Schlaufe der zweiten Masche, so sieht das Ganze von oben aus. Faden durchholen, nochmal durchholen. Und das Ganze machst du 6 Mal, bis du 12 feste Maschen in deiner Runde übrig hast. Dann stopfst du den Kopf deiner Fledermaus so fest, wie es zu diesem Zeitpunkt geht. Dann häkelst du 6 mal 2 Maschen zusammen auf die gleiche Weise wie vorhin, also immer in die vordere Schlaufe der ersten Masche, dann in die vordere Schlaufe der zweiten Masche, Faden durchziehen und Faden nochmal durchziehen. Das nennt sich übrigens die Technik des unsichtbaren Zusammenhäkelns. Dann stopfst du nochmal ein bisschen Füllwatte nach, damit das Ganze ordentlich fest wird. In der nächsten Runde verdoppelst du dann wieder alle 6 festen Maschen. Also häkelst du 6 mal je 2 feste Maschen in eine und hast dann 12 feste Maschen am Ende in deiner Runde. Und dann häkelst du 6 Runden mit jeweils 12 festen Maschen. In der darauf folgenden Runde häkelst du jede dritte und vierte Masche zusammen und das Ganze 3 Mal, also immer 2 feste Maschen und dann 2 Maschen unsichtbar zusammenhäkeln, sodass du am Ende noch 9 feste Maschen in deiner Runde hast. Dann wird wieder gestopft und diesmal gleich ordentlich fest. Denn in der nächsten Runde häkelst du 4 mal 2 Maschen zusammen und damit schließt sich der Körper der Fledermaus auch schon bis auf ein kleines Loch, das du dann nur noch am Ende zusammennähst. Hier zeige ich dir noch mal kurz, wie ich das Loch am Ende zusammennähe. Also ich steche immer in die vordere Schlaufen der Maschen ein mit meinem Faden, dann kann man das so locker zusammenziehen und dann steche ich noch mal in die letzte Masche ein. Die ist manchmal ein bisschen schwer zu finden. Dann mache ich einen Knoten und dann kann man den Faden einfach durch das ganze Tier durchstechen und dann so ein bisschen nachziehen, damit das schön rund unten wird und abschneiden. Als nächstes häkelst du die Flügel und zwar beide an einem Stück. Dazu schlägst du 15 Luftmaschen an und häkelst dann ab der zweiten Masche von der Nadel aus gesehen 3 feste Maschen.
Und dann folgen 3 feste Maschen in die nächste Masche, also diese Masche wird verdreifacht. Dann 2 feste Maschen und dann häkelst du 2 Maschen zusammen, indem du durch die erste Masche durchstichst, den Faden durchholst, durch die zweite Masche durchstichst, den Faden durchholst und dann beide Fäden durchholst. Dann 2 feste Maschen, dann wieder verdreifachen und dann am Ende wieder 3 feste Maschen. Hier nutze ich also nicht die unsichtbare Technik des Zusammenhäkelns, weil man dann von beiden Seiten, weil es dann von beiden Seiten gleich aussieht. Am Ende eine Luftmasche und deine Reihe ist fertig. In der nächsten Reihe häkelst du 3 feste Maschen, dann verdreifachst du eine Masche, dann häkelst du 3 feste Maschen, dann wieder 2 Maschen zusammenhäkeln, dann 2 feste Maschen und 3 feste Maschen in die nächste, also wieder verdreifachen. Und dann nochmal 3 feste Maschen und am Ende eine Luftmasche zum Abschluss deiner Reihe. In diesem Muster häkelst du jetzt noch 2 weitere Reihen. Und zwar so, dass die Verdreifachungen immer oben sitzen und die Verdoppelung da unten, damit die Form sich weiter ausweitet. Und wenn du das gemacht hast, umrundest du das Ganze mit einer Reihe feste Maschen. Dazu häkelst du 2 feste Maschen in die letzte Masche. Dann häkelst du 3 an der Seite des Flügels nach unten. Dann die erste auf der Unterseite wird auch wieder verdoppelt. Dann häkelst du 2 feste Maschen, bis du da in dieser Spitze angekommen bist. Und in der Spitze häkelst du 2 Maschen zusammen. Dann häkelst du 2 feste Maschen, bis du auf der Spitze der Rundung angelangt bist. Und da verdreifachst du eine Masche. Dann häkelst du 2 Maschen wieder nach unten. Dann häkelst du 2 Maschen zusammen und dann wieder 2 feste Maschen und eine Verdoppelung an das Ende dieser Reihe. Und dann fange ich an, den Faden mit einzuhäkeln. Ihn also einfach in die Masche mit einzuarbeiten. Und dann kommen 3 Maschen nach oben an der Seite des Flügels entlang. Und an der Spitze wird nochmal eine Masche verdoppelt. Und dann schließt du das Ganze mit einer Kettmasche ab. Dann kannst du den Faden, den du da mitgenommen und mit eingehäkelt hast, gleich abschneiden. Und für den anderen, da lasse ich ein langes Fadenende stehen, damit das nachher zum Annähen genutzt werden kann. Für die Ohren zählst du ab der Mitte des Kopfes 4 Maschen runter, stichst dort ein, holst dir den Faden durch und machst eine Luftmasche und häkelst dann 2 feste Maschen direkt an den Kopf. Das ist also das Innere des Ohrs in rosa. Eine Luftmasche am Ende, Arbeit wenden und 2 feste Maschen in die andere Richtung. Achtung, dann geht es ohne Luftmasche weiter und dann häkelst du die beiden Maschen zusammen, die da noch sind, also durchstechen, Faden durchholen und dann den Faden durch alle 3 Maschen durchholen. Abschneiden und einen Knoten reinziehen. Jetzt umrundest du das Ohr in deiner Grundfarbe. Dazu stichst du einmal neben dem Ohr ein, machst eine Luftmasche und machst dann 3 feste Maschen an der Seite des Ohrs nach oben. In die Spitze kommt eine feste Masche, dann 1 bis 2 Luftmaschen, je nachdem wie spitz du das Ohr haben möchtest. Ich mache eine, da wird es recht rund.
und noch eine feste Masche. Dann 3 feste Maschen nach unten, dann nehme ich auch wieder den Faden mit und verhäkel ihn. Dann braucht man ihn nachher nicht vernähen, das finde ich immer sehr praktisch. Und am Ende nach den 3 festen Maschen nochmal eine Kettmasche in die Mitte des Kopfes, Faden nochmal durchholen, um das Ganze abzuschließen. Das andere Ohr arbeitest du im Prinzip genauso, nur dass du von der Mitte des Kopfes anfängst, den Faden durchholst und dann nach links zur Seite arbeitest mit deinen 2 Maschen. Ansonsten alles genau wie auf der anderen Seite. Bevor du die Flügel annähst, führst du den Faden nochmal schnell, wie ich es dir hier zeige, in die Mitte und dann nähst du die Flügel einfach an die Hinterseite des Körpers an, und zwar in einer geraden Reihe nach unten weg. Du kannst das alles auch etwas fester machen, als ich das hier vor der Kamera hinbekomme. Ganz wie du magst. Am Ende gebe ich meiner Fledermaus noch ein Gesicht. Ich mache die Augen in Rot, nicht nur weil das hier eine Albino-Fledermaus ist, sondern auch weil es hier um Halloween geht und das Ganze ja gruselig sein soll. Ich mache einfach 5 bis 6 ganz gerade Striche für die Augen, quer rüber. Und dann vernähe ich die Fäden. Einfach verknoten und dann einmal durchziehen, dabei darauf achten, dass der Knoten so richtig in den Kopf reinploppt. Und dann kannst du die Fäden abschneiden, so ein bisschen reinquetschen, oder wenn das wie bei mir noch so ein bisschen rausguckt, kannst du das auch mit der Nadel nochmal nach innen holen, damit das alles schön ordentlich aussieht. Genau. Für den Mund, den mache ich hier in schwarz, das geht natürlich nicht. Wenn du eine schwarze Fledermaus hast, dann mache ich ihn in rot. Einen langen Strich, ich mache den so quer rüber, dann hat sie so ein bisschen so ein schiefes Grinsen. Einmal mit einem kleinen Stich in der Mitte feststecken. Dann wieder nach oben führen. Jetzt hat sich das hier bei mir so ein bisschen vertüdelt, das macht aber nichts. Das kann mal passieren. Auf jeden Fall verknoten wir das da auch wieder. Verstecken den Faden dann im Kopf. Schneiden alle Fäden ab, ordnen das Ganze noch ein bisschen. Und fertig ist unsere wunderbare Last-Minute Halloween Fledermaus.